Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd und heute zeige ich euch, wie man einen Steg auf ein Instrument aufpasst. Also sagen wir jetzt einmal Geigen- und Bratschensteg. Beim Cello und beim Kontrabass, das zeige ich anders mal, da muss man ein paar andere Sachen auch noch zusätzlich wissen. Aber nicht alles auf einmal. Zuerst müssen wir uns wieder mit ein bisschen was Theoretischem beschäftigen, damit wir wissen, welche Kriterien einmal notwendig sind, dass man den richtigen Steg-Rolling auswählt. Dafür brauche ich wieder dieses geheime Tablett. Wenn ich also ein Instrument im Querschnitt anschaue, dann habe ich da sozusagen die Decken und da wieder den Boden unten. Ja? Jetzt habe ich da einen Bossbalken herinnen und da habe ich den Stimmstock herinnen. Und der Steg sollte von der Breite her, und das stimmt natürlich bei vielen Instrumenten, so sein, dass die Stegbreite gleich ist wie der Abstand zwischen den oberen F-Lochbeeren. Ja? Das könnt ihr euch am Instrument sagen, aber der Bub hat es mir gerade weggenommen. Ich kann mir es da noch herholen. Ich zeige euch das da. Und zwar, ich habe da die oberen Beeren bei dem Instrument. Ja? Und der Abstand von dem Punkt zu dem Punkt, sage ich einmal, ist im Normalfall die Stegbreite. Jetzt hängt es aber in Wirklichkeit nicht von diesen Beeren ab, sondern es hängt davon ab, wo ein Bossbalken sitzt, beziehungsweise wo der Stimmstock steht. Jetzt komme ich wieder da zurück, was ich zuerst gezeichnet habe. Und zwar, ich habe da den Steg, der schaut so aus. Wichtig ist, dass der Stimmstock da Mitte vom Stegfuß drinnen steht. Und das will ich natürlich jetzt ein bisschen falsch zeichnen. Das müssen wir. Genau, das tun wir weg. Das tun wir weg. Da ist der Bossbalken drinnen. Ja, das ist der Stimmstock. So. Wichtig ist, dass ich die Linie habe und dass ich die Linie habe. Unabhängig davon, wo jetzt genau die Beeren vom F-Loch sind, weil es gibt einfach Instrumente, die sind zwischen die C-Bügeln in der Brust ein bisschen breiter gestaltet. Es gibt welche, die sind schmäler. Ja. Es gibt F-Löcher, die sitzen weiter beieinander. Dann gibt es eine F-Löcher, die sitzen einfach weiter draußen. Das heißt, das ist nur ein Richtwert. Was weiß ich, beim Strat-Modell zum Beispiel sind sie 42 mm, deswegen hat dann der Steg auch die 42. Das, was wirklich für die Funktionalität, für die Physik, für das Schwingen relevant ist, dass der Stegfußmitte, das ist genau da herunten, also dieser Abstand da, die Mitte, soll über dem Bossbalken sein und da ist also das Gleiche, die Mitte, ja, da beim Stimmstock. Das ist das Wichtige. Dann geht es jetzt da, jetzt geht das ja so, da kann man zweite Seiten machen, boah, ist das super. Jetzt schauen wir uns das Ganze von der Seite an. Das heißt, ich habe da meine Deckenwölbung, da steht das Griffbrettel auf, da ist dann der Seitenhalter und da ist die Position, wo der Steg steht. Ja? Und der Steg, der schaut so aus und der sollte so sein, dass wenn ich die Seiten drüber lege, ja, wenn die Seiten drüber liegen, dann soll die Winkelsymmetrale von diesem Winkel da, sprich der halbe von den Winkeln, der sollte durch den Steg gehen. Jetzt kann man sich an dem orientieren, dass entweder da hinten ein rechter Winkel sein soll, was in vielen Fällen stimmt, aber um den Steg davor zu bewahren, dass er sich sozusagen verbiegen auffängt und entweder dann am Schluss so ausschaut oder eben so ausschaut, von der Seite gesehen, ja, was immer wieder sein kann oder im windschief sogar ist, dass auf der einen Seite, also da auf der G-Seite eher diesen Eindruck macht und auf der E-Seite eher den macht. Das hängt damit zusammen, dass dann da auch so ein Feinstimmer hinten ist, wobei der Feinstimmer eben, wenn er gespannt wird mit der Schrauben, ja, dass das nach hinten zieht, die Seiten. Und wenn ich die anderen Seiten stimme, den natürlich den Steg, speziell dann, wenn diese Kerben nicht in Ordnung sind, ja, noch vorzieht. Das heißt, ich habe dann, wenn ich das von oben anschaue, im Prinzip einen Steg, der unten zwar so eine Fläche hat, wo er halt auf die vier aufsteht, ja, aber herum schaut er dann in Wirklichkeit so aus. Ja.
Das ist also was dann sozusagen so windschief verzogen wird. Da ist die G-Seiten und da ist die E-Seiten. Da zieht er mal zurück und da zieht er in die Richtung 4 und der zieht auch 4, ja, und der zieht auch noch 4. Ja. Ist auch nicht ideal. Das heißt, je besser diese Kerben gestaltet sind und je besser die Seiten drüber gleiten kann, desto weniger leicht passiert mir das. Das, was ich da herum gesagt habe, ist, dass diese Winkelsymmetrale, sprich genau der Winkel da und der Winkel der gleiche ist. Das hängt damit zusammen, dass ich die Kraft wirklich, die resultierende, direkt durch den Steg bringe, also genau in der Richtung. Das können wir jetzt sogar noch so einmal machen, dass man es ein bisschen besser sieht. Also halber Winkel von dem ganzen Winkel und das ist die resultierende da oben. Und das wird genau da durchgehen, durch den Steg. Ja? Dann habe ich die Wahrscheinlichkeit am größten, dass der Steg möglichst lang auch gerade bleibt und sich nicht verbirgt. Wie lange kann so ein Steg eigentlich halten? Da gibt es schon welche, die sind schon, 40, 50 Jahre alt und sind in Ordnung. Wenn da geschaut wird drauf, ja, ist das wirklich kein Problem. Also wie gesagt, das Hilfsmittel mit hinten von diesem rechten Winkel, ja, das kann stimmen und stimmt wahrscheinlich in wirklich einigen Fällen. Wichtig ist genau das, dass der Winkel, den diese Seiten bilden, halbiert wird. Dann funktioniert es. Jetzt kommen wir noch zu einem interessanten Thema. Jetzt muss ich da wieder da hergehen. Jetzt gehen wir wieder auf. Und zwar, wie der Steg im Prinzip gestaltet wird, dass er möglichst stabil stehen bleibt, aber trotzdem schwingungsfähig ist. Und zwar ein Steg, der da eine Gerade hat und da eine Gerade hat, das ist in Wirklichkeit die halbe Gaude. Wichtiger ist, dass der ein bisschen wie eine Säule gestaltet ist, sprich, dass der vorn bombiert ist, von der Seite gesehen, hinten leicht bombiert ist. Ja? Und wenn man von oben ausschaut, schaut der auch so aus. Also jetzt schaue ich ihn im Prinzip von der Seite an, das wäre wieder die Decken, wo er oben steht. Ja? Wenn ich ihn aber von oben ausschaue... Du kannst, wenn du willst, die Skizze aber auch nochmal auf einer nächsten Seite machen, wo du das Instrument zuerst eben aufzeichnest, ein bisschen, und dann kannst du theoretisch ein bisschen reinzoomen. Also ich habe jetzt ein Instrument, wo ich da zum Beispiel einen C-Bügel habe, ich habe da einen C-Bügel, ja, da habe ich auch ein F-Loch drinnen, da habe ich das zweite F-Loch drinnen, da habe ich diese Kerben, ja, die inneren Kerben vom F-Loch, ja, das müssen wir halt jetzt so zeichnen, dass das Ganze dann im Prinzip schon wie ein F-Loch in etwa ausschaut, ist ja wurscht. So, da ist das Griffbrettel, ja, und da herunter ist der Seitenhalter. So, wenn ich jetzt hergehe und da eine Verbindungslinie umziehe, ja, und das mache ich jetzt ein bisschen größer, dann steht der Steg, wir haben jetzt erst gesagt, in etwa dort, wo die Beeren sind. Das ist die Stegbreite, die untere bei den Viers. Jetzt steht der Steg in Wirklichkeit so da, dass da ein Fuß endet, da ein Fuß endet. Dann hinten habe ich es gerade. Und da ist es eben so, dass der auch so eine Bombierung hat. Ja? Das heißt, der Steg ist da in der Mitte dicker, als er da am Rand ist. Das ist kleiner. Ja? Und wenn man eben von der Seite ausschaut, das wäre diese Ansicht da, dann ist es genau das, was ich euch zuerst aufgezeichnet habe. Das ist genau das, dass er auch hier bombiert ist. Ja? Das heißt, da ist er vorn bombiert und da ist er ein Teil bombiert und da bleibt der Teil gerade runter. Ja? Aber die zweite Seite ist weniger bombiert. Genau, als die Vorderseiten. die dem Seitenhalter zugewandt ist weniger bombiert als die Seiten, die dem Griffbrettel zugewandt ist. Ja? Und das ergibt in Wirklichkeit wie bei einer antiken Säule, dass sie sozusagen eben wirklich stabil ist und die Kraft aufnehmen kann, ja? Ohne
dass die Wahrscheinlichkeit da ist, dass sie der verbieren anfängt. Deshalb, wenn man auf so Stege schaut, halten die wirklich sehr lang. Ja? Und sie werden auch immer besser, weil sie natürlich konditioniert werden durch das ganze Schwingen die ganze Zeit. Ja? Je besser so ein Steg schwingungsfähig ist, desto leichter spricht natürlich ein Instrument auch. Die Musiker kennen das. Hoppala, die Musiker kennen das in Wirklichkeit, weil sie auf gut Deutsch gesagt einen Steg, einen Neigen auch einspielen müssen. Man kann das ein bisschen vorbereiten, aber in Wirklichkeit ist genau das der Hintergrund. Man muss sich das vorstellen. Wenn das jeden Tag, keine Ahnung, 6, 7, 8 Stunden gespielt wird, ein Instrument, und der Steg dann einfach nach 30 Jahren, ich meine, der ist derartig gefügig, der ist nicht mehr widerspenstig, der ist einfach nur mehr so, dass er funktioniert. Bei den Stegrohlingen gibt es in Wirklichkeit immer zwei Möglichkeiten. Entweder man kauft welche fertig ein, ja, oder man macht sie selber. Ich selber mache es ganz gern selber, weil ich auch entsprechendes Material zur Verfügung habe und B natürlich sehr unkompliziert auf die verschiedenen Gegebenheiten eingehen kann. Das heißt, egal jetzt, was ich für Stegbreite brauche, was ich sozusagen für eine Position vom Herzl brauche, wie die Ohren ausschauen soll, wie die Brücke ausschaut, wie die gesamte Steghöhe ausschaut. Ich kann einfach, wenn ich es selber mache, alles beeinflussen und das hat sich bei mir als großen Vorteil ausgestellt, weil, wie gesagt, man riecht sich dann halt einfach, keine Ahnung, 50 Stück wieder vor, ja, und hat in Wirklichkeit immer den richtigen zur Hand und braucht nicht jetzt irgendwelche, sagen wir mal, so Kompromisslösungen. Jetzt habe ich gespuckt auch noch. Wurscht. Ja. Zum Aufpassen selber von einem Steg, das wird in Wirklichkeit nur mit einem Messer gemacht. Hokus pokus, und da habe ich es schon. Ja? Mit einem Messer kann man es in Wirklichkeit am exaktesten und am gescheitersten machen. Also, da gibt es Leute, die legen zum Beispiel da Schleifpapier auf und fahren dann mit dem Steg einfach so hin und her und schleifen in Wirklichkeit von die Stegviers so viel weg, bis glauben, es passt. Wenn ich ein Schleifpapier auflege, dann kann ich in Wirklichkeit die Position niemals klar definieren und es bleibt vom Schleifpapier logischerweise immer auf die Viers vom Steg unten ein Schleifkorn, das dann in weiterer Folge auf der Decken einfach Sägespäne und Staub erzeugt. Ist keine gute Idee. Ja? Aber wie gesagt, ich zeige jetzt nicht, wie es nicht geht, sondern also Schleifpapier auf einem Steg in Wirklichkeit gar nichts verloren, wenn wir es ganz genau nehmen. Ja? Aber ein How Not To Do ist auch nicht schlecht. Ja, nur wirst du nicht fertig. Ich habe schon so viel Nein, aber ich sage nur, das ist Beispiel, super. Ja, das ist keine gute Idee. Und es ist auch keine gute Idee, wenn man dann hergeht und nachher Kreide noch auftut auf die Stegviers, ja, damit die nicht verrutschen. Ein Steg steht in Wirklichkeit, wenn das Instrument von den Achsen und so weiter her, dass der Hals gerade drinnen ist, wenn das alles passt, dann bleibt der genau dort stehen, wo er stehen soll. Wenn der Hals, sagen wir einmal, schief drinnen ist, dass der Steg schon da herum steht, ja, dann ist klar, dass diese Kräfte den Steg mit der Zeit wieder da bewegen werden. Ja? Aber da stimmt was anderes nicht. Das heißt, man hilft sich dann nicht mit einer Kreiden, weil die Kreiden ist mit Sicherheit einmal härter wie der Lack und mit Sicherheit auch härter als wir das Holz. Das heißt, in Wirklichkeit habe ich da ein Bett drinnen, das zuerst einmal dämpfend wirkt und nachher wie einfach ein Schleifkorn. Das heißt, jedes Mal, wenn das irgendwo hin und her fährt, wenn es sich irgendwie bewegt, dann schergelt es oben und unten umeinander. Und das kann nicht das Ziel sein. Also, da ist halt wieder, wie man so schön sagt, was nicht ganz bis zu Ende gedacht worden. Ja, geschwinde Lösung, aber was der ist halt nicht so ideal, in meinen Augen. Und die Kreiden, wenn sie sozusagen fein genug und weich genug ist, dann dämpft sie natürlich auch. Das ist das Letzte, was ich brauchen kann, dass ich irgendwo dämpfende Passagen drinnen habe im Instrument, weil das ist genau das, was man an Obertönen fehlt. Ja? Kann man Kreiden zum Aufpassen nehmen, so wie man es zum Beispiel beim Bassbalken aufpassen nimmt? Naja, auf der Außenseite kannst du es eigentlich nicht nehmen, sondern dann nimmt man wenn ganz weiche Ölkreiden, wenn man es braucht. Ja? Kann ich dann auch noch sagen, weil das kannst mit einem Fetzerl, das ein bisschen feucht ist, komplett wegwischen, da passiert nichts.
Ja? Braucht man es beim Steg aufpassen, kreiden, dass man es genau hinbringt? Oder? Naja, das kommt darauf an, wie viel Erfahrung das man hat. Ja? Weil beim Bossbalken sind wir Du uns ja musst einig, das machen. da kannst du noch so viel Erfahrung haben, das geht ohne Kreiden nicht. Das musst du machen, ist mir klar. Ja? So. Aber da kann es ohne Kreiden gehen. Ja, ich zeig's dir ohne Kreiden oder ich zeig's euch ohne Kreiden. Wenn der Bereich, wo der Steg nachher steht, sagen wir einmal bei sehr alten Instrumenten, ziemlich deformiert ist, dann kann es sein, dass es ein Vorteil ist, wenn man es mit der Kreiden kontrolliert. Wir haben ja da im Prinzip, jetzt sage ich es einmal, bei einem Nagellack-Instrument haben wir im Prinzip konvexe Flächen. Logisch? Klar, Erinnert konvex ist der Bugel von der Hex. Danke. Mir ist der Spruch gerade nicht eingefallen. Ja, über aufpasst. Brav. Ha, der Bub passt auf. Ist das erste Mal bei 4 Buben, und ich kann da wirklich von der Erfahrungswelt reden, dass die zuhuchen. Ich bin weg. Also, wie man sagt im Volksmund, es entwickelt sich offensichtlich ja da weiter. Es gibt Leute, die werden immer komischer, eigenartiger und von mir aus am Schluss bläder. Aber es gibt auch das gegenteilige Beispiel. Weißt du, wie gut es mir geht? Jetzt weiß ich, dass es einen Sinn gemacht hat, die 4x Viertelstunde nicht spazieren gehen. Jetzt übertreiben wir nicht mit 4-mal gleich, aber Und vor allem, jetzt habe ich gedacht, dass du sagen wirst, übertreiben wir nicht mit einer Viertelstunde. Sauber. nein, wohl, das kommt schon hin mit ein bisschen Zubi-Bädeln. Wo waren wir? Wir waren gerade beim Vorspiel. Na, wo waren wir? Okay. Jetzt wird nicht vorgespielt, sondern vorgeschnitzt. Vorgespult. Wie gesagt, nachdem ich mir die Rolling ja selber mache, richte ich mir natürlich auch sozusagen die Bombierung, die in dieser und in dieser Richtung passiert, die richte ich mir natürlich auch schon vor. Und das schauen wir uns jetzt von der Nähe an. Ja, das ist gut, wenn du herkommst, weil jetzt müsstest du ein bisschen ein Close-Up machen, weißt du. Ja, dann würde ich jetzt vorschlagen, dann komme ich jetzt einfach ein bisschen näher und mache dieses Close-Up, oder was? Könntest du bitte ein bisschen näher kommen, einfach einmal für ein paar so Close-Ups? Das erste, was ich mache, ist, dass ich den Steg einmal auf die richtige Position aufstelle. Ja. Und mir das dann so anschaue, indem ich das Griffbrett lang anschaue, ob der Steg links und rechts gleich weit vorsteht und natürlich auch hoch genug ist. Ja. Das sieht man so ganz gut. Ich drehe das jetzt einmal so um mich, dass das du auch filmen kannst. Siehst du das oder nicht? Es geht darum, dass er auf der und auf der Seite herum, auf beiden Seiten gleich weit vorsteht und auch hoch genug ist. Und dann schaue ich mir gleich an, wenn er auf dieser Position steht, da sieht man da ganz gut, dass er jetzt überall außen aufsteht, aber innen in der Luft ist der Steg. Ich mache jetzt immer eins, dass ich mir merke, wo schnitze ich was weg. In dem Fall ist jetzt das Kommando für mein kleines Spatzenhirn, außen und außen nehme ich was weg, okay? Das wird Spatzenhirn ja wohl noch schaffen. Ja, wir schauen einmal. Ja? Das heißt, ich gehe her und schnitze jetzt einfach da außen ein bisschen weg und da außen ein bisschen weg. Das Messer ist deswegen so geschliffen, damit man im Prinzip ganz leichte Konkavflächen einschneidet. Also mit einem geraden Messer, mit einer geraden Klinge würde das nicht gehen. Ja? Weil das muss im Prinzip immer wogeln. So. Jetzt mache ich wieder diese gleiche Probe, wie wir es zuerst gehabt haben. Jetzt kommst du wieder her, ein bisschen auf Close-Upen. Natürlich. Und jetzt sieht man, dass das Ganze schon wesentlich besser steht. Siehst du das auch? Jo. Da habe ich noch immer keine Kreiden. Jetzt schauen wir es uns auf der hinteren Seite auch an. Auf der hinteren Seite siehst du jetzt, dass es da auf der Seite herum, auf der Außenseite aufsitzt, aber der herübere Fuß gar nicht und der da innen auch nicht. Das heißt, ich gehe jetzt her und schnitze jetzt da was weg. Und jetzt stellen wir den Steg wieder auf.
Ja. Jetzt schauen wir ihn wieder von der Seite an. Ich werde es wieder probieren, dass ich es so nehme. Das mache ich normalerweise natürlich nicht, das ist nur wegen dem Filmen notwendig, dass man sich das einmal anschaut. Okay, jetzt ist es schon viel besser, indem ich da herüben weniger Luft habe und da herüben schaut es einmal nicht ganz blöd aus bei dem Fuß da. Ja? Ich muss aber noch ein kleines bisschen wegnehmen. Okay? Und so klingt es, wenn ein Messer so viel schneidet. Ja? Siehst du jetzt da wieder, wie, was, wann, wo oder nicht? Klaro, ich sehe, dass es noch nicht passt. Ja, ich auch. Siehst du jetzt hinten, dass das schon ein bisschen besser sitzt? Und jetzt schauen wir es vorne nochmal an. Da gehört noch ein bisschen korrigiert. Ich muss da jetzt hinten auf der Bossseite, auf der C-Seite, weil es ja ein Bratscherl ist, muss ich außen noch ein kleines bisschen wegnehmen. Das ist genau das da, oder? Da gehört da noch ein bisschen was weggenommen. Ja, muss ich nochmal nach tun. Warte, da hilft nichts. Innen hast du nichts weggenommen, oder? Das sind nur irgendwelche Schnittflächen oder was, gell? Ja. Ich muss mich jetzt erst einmal annähern. Mhm. Okay. Also der sitzt schon mal nicht so schlecht. Da ist es nur da ganz leicht, dass es weggehört. Genau da. Das schaut jetzt gar nicht so zwider aus. Jetzt probieren wir es nochmal da aufheben, dass wir es da auch sehen. Es gehört da im Prinzip auf der Seite herüber, auf der Außenseite hinten noch ein bisschen was weg. Ja, genau. Ja. Aber das ist nicht mehr sehr viel, was da fehlt. Und genau das ist der Vorteil, wenn eben die Klingen entsprechend, die Schneid entsprechend bogen ist vorn, dann kannst du eben ganz leicht Konkavflächen schneiden, die du auch in Wirklichkeit brauchst, weil es eine Konvexflächen ist und das Gegenteil ist eben keine gerade, sondern eine Konkavflächen. Das heißt, man unterschneidet das ganz leicht. Ja? Macht am meisten Sinn. Es muss eine konkave Fläche sein, ja? Weil nur dann hast du die Trefferquote, dass das wirklich sitzt. Nicht? Ja? So. Man merkt sich das an irgendwelche Kratzer oder sonst irgendwas einfach immer sehr genau, wo tue ich das hin. Ja? So. Da würde ich jetzt einmal sagen, sitzt das schon ganz gut. Und da würde ich das Gleiche behaupten. Ja, Du tust noch immer leicht vor und zurück wackeln, dann sieht man, ob noch was spalt ist und wo er zuerst aufsetzt, oder? Ich kippe das deswegen so hin und her, weil ich sozusagen dann eins kontrollieren kann, ob ich in Wirklichkeit zwei von diesen Konkavflächen habe, die, ich sage jetzt einmal, windschief sind. Das könnte sein. Und das würde dann auf Dauer nichts anderes wie das Verziehen des Steges begünstigen, was logisch ist. Das heißt, irgendwann stehen die Füße schon auf, aber der Steg verdreht sich in sich. Genau so ist es. Oberhalb. Es wird ein bisschen komprimiert, aber oberhalb fängt er sich dann sozusagen schief werden an. Und das ist eigentlich was genau bei dem Punkt dann ist. Jetzt bin ich sozusagen so weit beim Aufpassen, dass man sagen kann, also es muss dann wieder auf der richtigen Position stehen und ich kontrolliere jetzt genau noch einmal dieses Wackeln. Ja? Und ich stelle fest, es ist so, dass es auf der Vorderseite würde ich nur ein kleines bisschen wegnehmen, vorn außen, weil die Flächen ganz leicht windschief sind. Ja? Das ist genau da.
So steht er richtig. Innen, oder? Ja, Ist nur Luft. ja, aber das ist so minimal. Das ist so minimal. Das, was wichtiger ist, ganz ehrlich gesagt, ist genau dieses Gefühl. Man spürt das sofort, wenn man jetzt hergeht und man klackt patsch, es sitzt komplett auf und da wogelt jetzt nichts mehr. Ja? Das ist was Wesentliches, dass die zwei Flächen sozusagen eben nicht windschief miteinander sind, ja? Damit der eben gerade stehen bleibt. Und das ist es in Wirklichkeit schon. Also wenn ich jetzt hergehe und mir das dann anschaue, auch im Vergleich dazu, wie nachher die Seiten den Winkelböden werden, ja, wie gesagt, auf dieser hinteren Fläche, die ist jetzt momentan noch komplett gerade, die wird dann nach oben hin ja eh noch bombiert, ja, und die Vorderflächen, das wird nachher erst in der Stärke weitergearbeitet, aber in Wirklichkeit war es das mit dem Aufpassen schon und ich kann nur sagen, es ist viel babyleicht, ja. So einfach ist es. Ja. Gescheites Messer, das soll scharf sein, sich das gescheit anschauen und schon hat man es. Das war es eigentlich jetzt fürs heutige Video. Da geht es eben darum, welche Kriterien habe ich, damit ich den richtigen Stegrohling wähle und wie schneide ich den Steg auf. Also nichts Schleifpapieritschka, ja, mit dem Messer einfach gescheit aufschneiden. Das funktioniert. Ja. Und hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass euch interessiert hat, dass ihr gesehen habt, wie das geht. Wenn es dann Leute gibt, die sich fragen, wie schärft man solche Messerl, das wären dann eigene Videos, da geht es nur ums Schärfen. Ja? Jetzt gehen wir mal davon aus, dass sie scharf sind, ja, die Werkzeuge. Ja, und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Soll ich eigentlich die Brühe aufsetzen, wenn ich jetzt das Outro mache? Ja, ein bisschen dauert schon, bis ich den aufgeschnitten habe. Gut, ich kann zwei Schnitt machen, so tun, als wie wenn das und sagen, das Baby leicht ist schon fertig. Jetzt machen wir Folgendes. Das ist zwar für gar nichts, das Klatschen, aber es schaut professionell aus. Ja, deine Haare sind so ein bisschen struppig. Ich habe zwar gesagt, das wäre super, das wieder mal rasieren, aber es ist jetzt eh nicht so. Was redest du zusammen? Meine Haare sind struppig, ich habe eine 600 € Frisur oben. Warum sieht man diese Frisur dann nicht? Weil ich nicht drangekommen bin. Du, es geht um einen Steg, es geht nicht um meine Frisur. Ich hab glaubt, wir geben da Schminktipps, es geht darum, dass man schön ausschaut. Das ist keine Partnerbörse. Noch nicht. Herr Mörd, Wunderschön. eindeutig wunderschön. Probieren wir es nochmal. Ja, wart, komm, tu das weg da. Das schaut geschissen aus, wenn das da so halb im Bild liegt. Wenn du noch einmal sagst, dass der Brei schon geschissen ausschaut, dann hab ich dich, du Arsch. Okay, wart. Ja, ich merk schon. Ach Gott. Nein, wart, ich stehe auf. Tu mir da zwar ein bisschen schwer schon mit meinem Alter, aber... Sei froh, dass dein Papa so viel weiß. Der redet so viel, das ist ein Wahnsinn. Damit will ich sagen, ich bin froh, dass der Papa so viel weiß. Ja, das hat genauso gelungen.